Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Endlich ist es soweit, endlich darf ich es ankündigen. Ja, ihr musstet lange warten, ein bisschen länger, als ich gedacht hätte, aber es ist wirklich jetzt soweit und zwar diesen Sonntag um 17 Uhr geht das offizielle Shakes and Fidget Video von der Dokumi live. Ja, wir waren ja in Düsseldorf gewesen zur Dokumi und dort haben wir zusammen mit Sergio den Shakes and Fidget Stand gefilmt, gezeigt, präsentiert und auch mit den Leuten dort vor Ort Interviews geführt, sowohl die dort auch arbeiten, als auch die Zuschauer, die wir getroffen haben. Und ja, das Video kommt jetzt diesen Sonntag live auf dem offiziellen Kanal von Shakes and Fidget in der Kollaboration mit mir zusammen. Ja, also das heißt, für die Leute, die jetzt ja da oder da gucken sollten, das ist eigentlich vollkommen egal. Das Video wird auf dem Official hochgeladen, aber bei mir, ne, ihr kennt das ja, ich habe ja schon ein paar Collabs gemacht, mitunter auch mit Capso und dort seht ihr ja dann auf beiden Kanälen quasi das Video. Das heißt, am Sonntag um 17 Uhr sowohl auf meinem Kanal als auch auf dem Official Shakes and Fidget Kanal kommt das Video online. Ja, ich freue mich schon sehr auf euer Feedback. Ich bin gespannt, wie ihr das Video findet. Und lasst mir da auf jeden Fall ein paar Kommis da. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und falls ihr auf der Mobile-Version das gucken solltet, ja, oder am Handy seid, denkt auch daran, sobald das Video online ist, denkt daran, das Video zu hypen, ja. Für die Leute, die das nicht wissen, wie das funktioniert, auf der Mobile-Version auf YouTube gibt es eine Funktion, dort kann man hypen. Das funktioniert folgendermaßen. Ihr geht dafür in die Kommentare rein. Das ist hier, hier Dings am PC ist das nicht. Ihr geht hier in die Kommentare rein, klappt das hier auf und dann könnt ihr ist hier irgendwo ein Button, wo ihr dann auf Hypen drücken könnt. Ja? Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr das bis zu 3 Mal insgesamt wiederholen. Und das wäre auf jeden Fall cool, wenn ihr nicht nur daran denkt, das Video einen Like zu geben, sondern auch vielleicht ein bisschen hypt. Eventuell schaffen wir das ja in die YouTube-Trends mit dem Video. Das wäre auf jeden Fall geil. Aber der Official Shakes and Fidget Kanal hat es da ein bisschen schwieriger, dadurch, dass sie mehr Abonnenten haben. Schaffen die das natürlich ein bisschen schwieriger in die Hypes von YouTube. Das System ist ja so aufgebaut, je weniger Abonnenten man hat, desto mehr Hype-Punkte bekommt man pro Hype, ja, und das könnt ihr halt bis zu 3 Mal machen. Ich bekomme zum Beispiel mit 20.000 Abonnenten bekomme ich 750 Punkte pro Hype, ja, also pro Person mal 3 750 und der Shakes and Fidget Official Kanal bekommt pro Hype 250, also pro Person 3 mal 250 und da fällt es natürlich denen deutlich schwieriger, als für mich in die Trends zu kommen. Deswegen, ja, aber versucht da trotzdem euer Bestes, lasst da gerne Liebe da auf das Video, es ist sehr, sehr cool geworden. Und ja, das auf jeden Fall dazu. Es ist nice. Ich finde es super cool, wie so der Weg entstanden ist von, ja, also es hatte mir gerade noch mal so, ist mir gerade noch mal im Kopf gekommen, als ich mir das Video noch mal so privat angeschaut hatte, bin ich mir noch mal so rückwirkend klar geworden, wo das eigentlich alles angefangen hatte, so, ne? Und ja, also ich schweife zwar jetzt schon wieder von Hundertstel ins Tausendste ab, aber wir haben im Moment auf Instagram eine kleine Fragerunde gemacht. Ja, das mache ich öfter mal, falls ihr da vorbeischauen wollt, auf Insta Dorza heiße ich da mit einer 0 statt ein O. Ja, und da habe ich eine kleine Fragerunde gemacht und da hat zum Beispiel jemand auch gefragt, ja, das habe ich ein paar Fragen beantwortet hier, wann die Prime gewesen ist zum Beispiel von, ja, für mich persönlich Shakes and Fidget so und meine Prime war so 2017 bis 2019, habe ich hier dann noch das alte Bild reingepostet in die Story, das kennt bestimmt der ein oder andere OG von euch auch. Und habe dann so gesagt, das war so für mich persönlich meine Prime gewesen. Und jeder hat dann natürlich eine andere Prime, ist ja klar. Ne? Zum Beispiel die Leute, die vielleicht mit dem Game angefangen haben und heute immer noch spielen sollten, also 2009 oder 10 oder so angefangen haben. Das war vielleicht für die so die Prime, so nostalgiemäßig, so, ne, dass man sagt, jo, die alten Tage waren die besten so. Für mich persönlich waren so die besten Tage, muss ich sagen, wo ich mit
Shakes and Fidget auf YouTube dann aktiv angefangen habe. So, ne? Und das habe ich ja 2017, 2018. Das waren so die Jahre, wo ich dann ja konstant Shakes and Fidget Videos geuploadet hatte. Vorher hatte ich ja nur so wild alles Mögliche geuploadet, so seit 2011, ne, seitdem ich YouTube mache. Alles Mögliche, Kreuz, Beet durch die Bank weg, so, ne. Und 2017, 2018 ging das dann wirklich los mit Shakes and Fidget Only Content. Und ja, das war dann so die Zeit gewesen, die Anfangszeit, wo ich sagen musste, okay, das hat sich für mich alles damals noch sehr unbeschwert angefühlt. Man hatte null Verpflichtungen gehabt oder so. Ne? Heutzutage steckt da ja schon ein bisschen mehr hinter, als das, ja, wie wir mal angefangen haben, die Videos so für das Spiel so zu produzieren. Und da habe ich dann halt rückwirkend nochmal jetzt gerade in Bezug auf das Video gedacht, okay, krass, wo sich das alles so hinentwickelt hatte. So, ne? Also wer damals auch schon dabei gewesen ist, und da waren einige von euch, ne, die sind heute immer noch dabei, die so seit 2017, 18, 19, so die Anfangszeit mit SF bei mir persönlich auf YouTube angefangen hatte, sind heute immer noch dabei. Und das finde ich so krass, dass Leute, ja, mich schon so lange ja, mitverfolgen so auf meiner Reise hier, und das hatte ich ja auch schon im letzten Video mal gesagt gehabt, ne? Ich glaube, das war zur 2500. Folge oder so, ne? Dass ich das auf jeden Fall sehr zu schätzen weiß und so. Und ja, also das war für mich so persönlich die Prime, weil das halt alles da so langsam losgegangen ist. So, ne? Es war noch alles sehr familiär, es gab noch nicht viele Creator, man hatte so seine kleine Bubble gehabt. Da war damals zu der Zeit, war da so ein Paul war da, so ein Lieutenant war da auch gewesen zu der Zeit aktiv. Meine Wenigkeit war da. Dann war noch so ein Painy vielleicht da. Ja, so ein Hanrise und Gorgos kamen da gerade zurück. Ne? Und ja, im Prinzip viel mehr gab es da denn gar nicht. Ne? Es gab dann schon noch ein paar, die dann danach noch gekommen sind, wieder gegangen sind und so. Ne? Davon gab es ja viele, die dann mal hin und wieder mal öfter da gewesen sind, so, also content-technisch, mit denen ich auch zu tun hatte. Aber ja, das war so die Anfangszeit, und das war schon alles sehr familiär, muss ich sagen. Und das habe ich dann aber auch so geliebt daran. Ne? Ich hatte noch nicht so diesen Playstyle, den ich heute habe, ne? Dieses maximale Optimieren und so. Das ist ein Grind, den feiere ich heute sehr. Das war früher aber auch anders gewesen. So, ne? Früher hatte ich versucht, mit möglichst wenig Geldeinsatz das meiste rauszuholen. Und das war halt eben so mein Spielstil gewesen. Da war gar nicht dran zu denken, irgendwie mal ein Hunderter oder so in das Game auf einmal aufzuladen. Ja, zum Anfang noch mit Telefon 2 Euro immer noch so aufgeladen, wenn die Pilze knapp geworden sind oder so. Ne, das hat sich langsam peu à peu auch alles ein bisschen gesteigert mit der Zeit. Und deswegen, ja, genau, und man hatte hier halt einfach so sein paar kleine Videos aus seinem Kämmerchen gemacht. Hier, ich weiß noch, ich bin damals in diese Wohnung hier neu umgezogen, ja, und ja, das war so auch der Startschuss, sag ich mal, wo ich dann auch so mit SF auf YouTube so aktiv durchgestartet habe, ne? Weil vorher habe ich ja noch bei meiner Mutter gelebt, das ist jetzt schon Ewigkeiten her, so, ne? Und seitdem her ist man halt dann auch unabhängig irgendwo, kann machen, was man will, zu jeder Zeit aufnehmen, wann man will. Das war damals auch ein bisschen schwierig gewesen. Und ja, das habe ich mich dann einfach komplett ausgelebt. Und ja, das war dann auch so die Anfangszeit dann. Und das hat sich dann alles so irgendwie entwickelt, dass das immer größer geworden ist, so, ne? Sowohl auf YouTube, jetzt auch mittlerweile auf Twitch und so. Die Community ist ein bisschen gewachsen, so die Zuschauer sind auch ein bisschen gewachsen, auch wenn es jetzt mit YouTube auch gerade wieder so ein bisschen bergab geht, sag ich mal, weil Twitch momentan mehr die Oberhand hat, so was Content angeht, SF-Content so, ne? Es sind halt trotzdem immer noch extrem viele Leute da, muss man einfach mal so sagen. Und das nach so vielen Jahren, das muss man einfach zu schätzen wissen, ne? Ja, dann kamen halt eben so die ersten Avatare auf einen zu, ne? Man hatte Kontakt zu den ersten größeren YouTubern gehabt, sowas wie, so wie Unge damals oder so, ne? Auch mit Spieletrend kurzzeitig auch mal so ein bisschen Kontakt gehabt, bisschen geschrieben und so, ne? Ein Video leider nie geschafft mit Spieletrend. Das hätte ich gerne gehabt. Ja, aber da ist mir Capso einen Schritt voraus. Der hatte ja ein Video mit Spieletrend aufgenommen gehabt, damals, als er wieder sein Comeback in Shakes and Fidget gestartet hatte. Mittlerweile auch schon wieder aufgehört. Ja, zumindest content-technisch. Und ja, dann kamen so die ersten Sponsorings. Ne? Die ersten Leute haben so ein paar Pilze for free bekommen, ne? Zum Serverstart und auf ihren Accounts und so. Das waren dann so die Anfänge.
nach den Sponsorings, kamen dann ein paar Leute. Nee, zuerst kamen die ersten Avatare ins Game, dann kam das Sponsoring später dann auch noch für manche YouTuber so, ne? Und genau, so hatte ich das dann auch damals bekommen. Avatar, Sponsoring später dann, ne, ich glaube, das war so die Anfangs W50-Zeit gewesen, wo ich dann Sponsoring bekommen hatte, 2021 oder so war das, glaube ich. Ja, auch schon wieder ja, 5 Jahre her, so, ne? Und davor hatten wir schon lange Content gemacht, so. Ja, und dann kam irgendwann dann halt der Creator Code. Ja, Shakes and Fidget hat angefangen, mit den jeweiligen Creatoren auch näher zusammenzuarbeiten, ein bisschen enger in Kontakt zu stehen, so ein bisschen, ja, auch die YouTuber und ja, die Content Creator so ein bisschen als Sprachrohr zu sehen. Ne? Hatte angefangen, die dann auch mehr zu supporten, halt eben durch Sponsorings, Creator Codes, Event Codes, Pilz Codes zum Verlosen und sowas alles, ne? Dass man sagen muss, das ist jetzt schon riesen Support. Mittlerweile werden wir des Öfteren eingeladen zu ja, Playa Games, ne? Wenn da irgendwie Meetings sind oder irgendwelche Sommerpartys, zum Beispiel, so wie jetzt halt eben ne, letztens gewesen, wo ich dann auch wieder einen schönen Vlog draus machen konnte, so, ne? Ein bisschen anderen Content für euch. Das ist ja dann auch ganz cool, also ihr habt da ja dann auch was von so. Und genau, ja, halt eben, ja, keine Ahnung, jetzt halt eben auch zu Messen eingeladen worden ist. Nicht zuletzt jetzt halt eben zur Dokumi, um halt eben dort ein Video für den offiziellen Shakes and Fidget Kanal zu drehen. Ne? Also so ist so der Werdegang irgendwie ne, gewesen bei mir persönlich. Man hat sich so langsam so ein bisschen hochgearbeitet, dass sich so mit der Zeit alles so ein bisschen mehr und mehr dann erarbeitet, ergrindet, verdient. Vielleicht auch könnte man jetzt auch damit einhergehend sagen. Ja, und deswegen ist das natürlich ziemlich cool zu sehen, so rückwirkend diese Reise, wo das Ganze angefangen hatte. Und wo wir jetzt sind und halt eben mit dem offiziellen YouTube-Kanal von Shakes and Fidget zusammenarbeiten und dort halt eben so ein Projekt auf die Beine stellen, zusammen auch mit Sergio, ja, mit dem wir jetzt auch schon mittlerweile sehr viele Videos in der Vergangenheit abgedreht haben und ja, das dann auch anscheinend ja, gesehen worden ist von Shakes and Fidget Playa Games und gesagt haben, ey, wollt ihr nicht mal für uns ein Video machen? So, und so kam dann das erste Angebot ja, zustande von Playa Games. So, ne? Und das ja, ist schon sehr, sehr cool. Immer wieder schön zu sehen, so das alles mal so rückwirkend auf sich auch dann so wirken zu lassen. Ja, weil das, also ich bin halt so ein Typ, der sehr, sehr gerne so Sachen nachverfolgt, wo sie ihren Ursprung hatten und sowas. Ja, und deswegen erinnere ich mich da auf jeden Fall immer sehr gerne zurück an die alte Zeit, weil da halt eben alles seinen Ursprung drin gefunden hat. Es ist heutzutage eine andere Zeit. Ne? Ich hatte ja auch gesagt, das war damals für mich persönlich die Prime gewesen. Heißt das jetzt nun, dass die Zeit weniger schlecht ist? Nein, sie ist halt eben nur etwas anders. Ja, also die Zeit von früher kann man halt einfach nicht mehr so zurückholen. Die Zeit von früher ist halt eben die Zeit von früher und wird halt nicht mehr an die heutige Zeit auch rankommen. Das hat auch ein bisschen einen nostalgischen Hintergrund so, ne, weil viele vermissen die Zeit von früher. Aber die Frage ist halt, warum vermissen viele die Zeit von früher? Ich glaube, viele vermissen nicht die Zeit von früher in Bezug auf Shakes and Fidget, weil es da jetzt nur ein Feature in dem Game gab und das war Alu-Geklicke oder so und vielleicht noch Dungeons so, ne? Ich glaube, wäre das heute immer noch so, würden das Spiel viele nicht spielen, beziehungsweise wird es das gar nicht mehr geben. Aber ich glaube, viele vermissen die Zeit von früher so. Und das ist tatsächlich nicht nur auf SF, sondern auf alles gemünzt. Die gute alte Zeit früher, ne? Damals war alles besser. Hat, glaube ich, auch viel damit zu tun, weil die Zeit früher auch einfach so ein bisschen ja, leichter gewesen ist, unbeschwerter gewesen ist. Man hat ja, gute Erinnerungen an die Zeit früher, heutzutage alles so ein bisschen, ja, ne, man merkt es ja selbst so im Alltag, alles irgendwie ein bisschen stressiger ist oder alle irgendwie ein bisschen, ja, weiß ich nicht, ein bisschen griesgrämiger sind, wie der Dr. Abawuwu hier, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich glaube halt, dass das damit zusammenhängt, dass man in der Jugend, Kindheit oder wo man auch immer so gestartet hat, es am Anfang immer alles sehr unbeschwert ist, weil man noch keine Verantwortung irgendwo für irgendwas gehabt hat und tragen musste.
und man automatisch dann sich an diese Zeit dann auch lieber zurückerinnert, als in der jetzigen Zeit, wo man jetzt gerade ist. So, ne? Und ich glaube, das hat auch so ein bisschen was mit SF zu tun. Ne, man verbindet das mit Nostalgie, man verbindet das mit Momenten aus der damaligen Zeit. Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ey, ich habe das Game vor 15 Jahren mal gespielt, dann erinnert man sich zurück und schaut auch nicht nur auf das Game vor 15 Jahren zurück, sondern man schaut generell auf die Zeit vor 15 Jahren zurück, wie das Leben auch damals gewesen ist, wie die Zeit damals gewesen ist, wie man selbst gewesen ist. Und das war für viele vielleicht eine etwas bessere, unbeschwertere Zeit als heutzutage. Und deswegen verbinden das vielleicht auch viele mit der guten alten Zeit früher, damals. So, ne? Aber ja, so ist das Ganze, der Lauf der Dinge. Oh, ein Würstchen-Epic, das nehmen wir jetzt mal mit. So ist der Lauf der Dinge und ja, oh, okay, das ist mir auch ein bisschen teuer hier, muss ich sagen. Diese ganzen Epics hier, ne, muss ich jetzt auch nicht haben, so viele. So ist der Lauf der Dinge und es geht auf jeden Fall immer weiter. Ich freue mich auf jeden Fall. Ja, also so wie es sich für mich persönlich entwickelt hat, finde ich das super. So, ne, das ist für mich eine große Ehre, die mir da zuteil wird, dass wir jetzt auch auf dem Shakes & Fidget Official Kanal ein Video haben, beziehungsweise ja, euch präsentieren dürfen, so, ne? Und so hat man jetzt schon mittlerweile so viele coole Momente gehabt in der Vergangenheit, wo man sagen musste, ey, was haben wir eigentlich für ein krasses Privileg, ja? Sei es auch, ne, das Video gewesen, wo wir bei Playa Games gewesen sind, im Büro. Ja, da hatte vor uns noch niemand irgendwie die Rechte gehabt oder irgendwie die Möglichkeit, das komplette Büro von innen mal zu zeigen und der Öffentlichkeit zu präsentieren. Ja, die heiligen Hallen von Shakes & Fidget. Jeden hat es interessiert, ey, sag mal, wie sieht es da eigentlich bei Playa Games im Büro aus? Ja, bis wir dann da mal reingesteppt sind und da ein Video für meinen eigenen, nicht mal für den SF Official Kanal, sondern für meinen eigenen YouTube-Kanal dort ein Video uploaden durften, so dass natürlich mit dem CEO ein Interview führen durften, mit den Mitarbeitern, die wir dort interviewen durften und einfach die Büroräume zeigen, was ja nun wirklich private Einblicke sind, so, ne? Das ist natürlich auch eine Riesenehre und so sind so viele Steps mit der Zeit, so eine Zwischensteps entstanden bis zum heutigen Tag und das ist auf jeden Fall einfach sehr, sehr cool. Ja, Freunde, jetzt habe ich euch hier schon wieder komplett zugelabert, es tut mir leid, ja, aber das, weiß ich nicht, manchmal bin ich dann so in Redefluss. Und gerade über die Zeit damals kann ich immer ununterbrochen labern. Ich hoffe, es ist trotzdem okay für euch gewesen. Schaut auf jeden Fall das Video am Sonntag um 17 Uhr an. Entweder bei mir auf dem Kanal oder auf dem Shakes & Fidget Official Kanal. Ich freue mich sehr drauf. Nehmt euch da ein bisschen Zeit für. Es ist ein bisschen länger, aber ich hoffe trotzdem, dass es euch gefällt. Ich freue mich auf euer Feedback. Ich freue mich auf eure Kommentare. Vielleicht sind wir da auch an dem Tag live, dass wir uns das zusammen anschauen können. Muss ich mal gucken. Will ich jetzt noch nichts versprechen. Ansonsten war es das soweit von mir. Verabschiede mich. Wünsche euch ein schönes Wochenende. Haut rein und bis zum nächsten Mal.